Gewehr über! Hallo, herzlich willkommen zurück auf dem PLW Review Kanal. Ich bin Peter und heute zeige ich euch mal was zu den Exerzierarten und die Haltung des Soldaten. Ich habe dabei das Exerzierreglement von 1906. Dabei sind schon die Änderungen von 1913 und 14 mit inbegriffen. Wobei das gar nicht mal so ins Gewicht fällt, weil das Exerzierreglement, so wie es hier beschrieben ist, hat auch die Reichswehr und später die Wehrmacht weiterverwendet, quasi fast 1:1 übernommen. Ja, die Griffe, das Präsentieren und was man so in der Öffentlichkeit zu feierlichen Anlässen gemacht hat, das wurde so beibehalten, ne? Tatsächlich macht das sogar die Bundeswehr heute, dieselben Griffe, bloß ein bisschen langsamer. Die Änderungen von der Bundeswehr sind größer als die von der Wehrmacht. Was zur Wehrmacht groß sich verändert hat, ist natürlich das Gewehr, aber die Griffe bleiben dieselben. Ich würde jetzt das Video aufteilen in 3 Teile. Die Ausbildung ohne Gewehr, was quasi nur stillgestanden und die Wendung linksrum, rechtsrum beinhaltet. Dann die Griffe mit dem Gewehr, wo ich mich einfach nur beschränke auf die wichtigsten Teile, die man jetzt zu Paraden, zum Beispiel bei Reenactment-Veranstaltungen braucht. Und am Ende noch die Marscharten, die es gibt. Das sind 3 verschiedene. Genau, dann würde ich jetzt anfangen mit dem Exerzieren ohne Gewehr. Stillgestanden. Links um. Rechts um. Abteilung kehrt. Abteilung kehrt. Rührt euch. Stillgestanden ist Körperspannung halten, die Hacken zusammen, die Füße so weit auseinander, dass sie nicht ganz einen 90-Grad-Winkel bilden. Hacken zusammen, Knie leicht durchgedrückt, die Hände an die Oberschenkel. Wichtig, Mittelfinger an die Hosennaht und Finger zusammen, auch den Daumen und leicht gekrümmt. Die Arme hängen runter. Es steht in dem Buch geschrieben, zwanglos runterhängen. Also ganz normal, nicht so wie bei der Bundeswehr hier so hoch, sondern zwanglos runter auf dem Oberschenkel. Die Ellenbogen leicht nach vorne gedrückt. Und das macht diese leichte Beule in dem Arm quasi, leicht nach vorne gedrückt. Genau, das übliche Bauch rein, Brust raus, um den stolzen Soldaten zu zeigen. Wichtig, immer eine gerade Haltung bewahren. Das ist dann beim Stillgestanden, das ist dann wichtig bei Vorgesetzten beispielsweise. So grüßt man den Vorgesetzten, erweist ihm sozusagen die Ehre. Dazu kommen wir dann auch noch zum dem Gruß vor einem Vorgesetzten. Das ist mit Kopfbedeckung, ist es das normale Salutieren. Da ist es wichtig, dass die Zeigefinger und Mittelfinger den Rand der Kopfbedeckung berühren. Der Ellenbogen ungefähr auf Schulterhöhe. Später Offiziere haben natürlich extra Privilegien, die haben das dann teilweise so gemacht, aber als Soldat, als Mannschaftler war es immer noch wichtig. Preußische Haltung, straff und stramm. Genau, stillgestanden ist die Grundhaltung, alles baut auf stillgestanden auf. Um von dem Stillgestanden wieder sich zu entspannen, da gibt es den Befehl, rührt euch. Der geht einfach so, Grundhaltung, stillgestanden und dann rührt euch, ist ein Schritt nach vorne und entspannte Haltung. Der Soldat kann jetzt sich ein bisschen entspannter hinstellen, aber er darf nicht sprechen ohne Befehl. So, und sich auch nicht umgucken, der Blick ist immer frei geradeaus und der Kopf ist immer oben. So. Beim Linksum bleibt der linke Hacken unten und berührt immer den Boden. Die linken Zehenspitzen werden leicht angehoben und drehen sich nach links, während bei dem anderen Fuß ist es genau umgekehrt. Die Zehenspitzen bleiben unten, der Fußballen bleibt unten und dreht sich auch nach links mit weg und wird sofort nachgezogen, so in die Grundstellung. Hacken an Hacken, so wie es sein soll. Rechtsum ist quasi dasselbe, bloß gespiegelt. Rechter Hacken bleibt unten und linker Fuß wird nachgezogen. Kehrt, also umgedreht, wird immer nach links. Das ist grundsätzlich so. Das heißt, Abteilung kehrt, wieder nach links rum, wie beim Linksum. Linke Hacken bleiben unten, drehen sich einmal komplett um 180 Grad und der rechte Fuß wird schnell und zackig nachgezogen. Das war Teil 1 ohne Waffe. Jetzt kommen wir zum Teil mit den Griffen mit der Waffe. Gewehr über! Gewehr über! Beim Befehl Gewehr über, das ist der Startbefehl meistens, wo es dann zum Marsch oder zur Parade geht. Beim Stillgestanden ist der Gewehrkolben am rechten Fuß, an der rechten Fußspitze, senkrecht stehend,
Natürlich der Soldat in Grundhaltung mit Mittelfinger an der Hosennaht, rechte Hand mit dem Daumen hinter dem Lauf und den 2 Fingern auf dem Riemen von dem Gewehr. So, der erste Schritt ist beim Gewehr über. Die rechte Hand bringt das Gewehr hoch, ungefähr auf Augenhöhe. Währenddessen greift die linke Hand dicht unter die rechte Hand. Das ist quasi der Schritt 1 in der Übung. Schritt 2 ist, dass die rechte Hand nach unten geht. Ungefähr 2 Fingerbreiten über dem Knopf steht in dem Buch. Der Knopf ist das Ding hier. 2 Fingerbreiten rüber. Und dann bringt der rechte Arm das Gewehr hoch, aber auch nur so hoch, wie es dann auf die Schulter muss, nicht übertrieben. Währenddessen greift der linke Arm den Kolben so, dass der Kolben zwischen dem Daumen und dem Zeigefinger durchguckt. Und der Unterarm mit dem Oberarm müssen einen rechten Winkel ergeben, ungefähr. Das sieht man auch immer wieder falsch gemacht, wo das Gewehr dann irgendwo hier hängt. Aber es ist wichtig, immer ein rechter Winkel. So. Und der letzte Schritt ist einfach nur zackig die Hand runter in die Grundhaltung. Präsentiert das Gewehr. Präsentiert das Gewehr. Das Gewehr wird präsentiert, um beispielsweise bei Paraden, wenn der Offizier vorbeimarschiert oder der Kaiser oder so und die Front abnimmt, die Soldaten abnimmt. Dabei wird das Gewehr präsentiert oder wenn die Fahne vorbeimarschiert. Dabei wird zuerst das Gewehr leicht nach rechts gedreht, nicht komplett, sondern nur so leicht. Und die rechte Hand greift an den Kolbenhals hier. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt, das Gewehr wird weiter gedreht nach vorne und die linke Hand greift nach oben, so dass der Daumen mit der Zielvorrichtung oben abschließt. So. Die Hand unten ist immer noch an dem Hals von dem Kolben. Und das Gewehr ist auf der linken Körperseite, sodass das linke Auge noch an dem Gewehr vorbeigucken kann. Und der dritte Schritt ist einfach nur das Gewehr nach unten bringen, so dass der linke Arm wieder einen rechten Winkel ungefähr bildet. Nicht ganz, aber fast. Die rechte Hand öffnet sich unter dem Abzug. Nur der Daumen ist abgespreizt hinter dem Gewehr. So. Und der Blick frei geradeaus, stramme Haltung wie in der Grundhaltung. Und darauf folgt meistens der Befehl, die Augen rechts oder links, je nachdem. Wenn ein Offizier die Front abschreitet, ist es eigentlich selbstverständlich, die Augen rechts, dann dreht sich der Kopf sofort nach rechts. Wenn der Offizier vorbeischreitet, wird er verfolgt mit dem Auge bis zum 3. Mann. Also wenn er am 3. Mann vorbei ist, dann werden selbstständig die Augen nach vorne genommen, sofort. Und auf den nächsten Befehl gewartet. Genau. Gewehr über. Gewehr über. Vom Präsentieren wird niemals das Gewehr nach unten genommen. Es wird immer erst übergenommen und dann kann alles andere gemacht werden. So, und um das zu machen, der erste Schritt ist, das Gewehr um 90 Grad zu drehen und gleichzeitig wieder, wie beim Gewehr über, die rechte Hand ungefähr 2 Finger breit über dem Knopf. Nach vorne, dabei wird das Gewehr nicht großartig hochgehoben, es bleibt auf derselben Stellung. Also Schritt 1. Schritt 2 wird wieder wie bei Gewehr über quasi das Gewehr nach oben gebracht, auf die Schulter, so dass der linke Arm einen rechten Winkel ergibt. Und dann einfach nur schnell und zackig wieder nach unten in die Grundstellung. Gewehr ab! Gewehr ab! Der erste Schritt ist, das Gewehr mit der linken Hand nach unten zu bringen, Richtung Oberschenkel, so dass der Arm ausgestreckt ist, der linke Arm. Gleichzeitig greift der rechte Arm ungefähr auf Schulterhöhe an das Gewehr. Dann wird das Gewehr um den Körper rumgeschwungen, leicht nach außen, nicht so komplett, sondern leicht nach außen, über den Boden gehalten. Die linke Hand geht in die Grundstellung zurück und dann wird das Gewehr gerade nach unten gebracht. Und auch der rechte Arm geht in die Grundstellung, dass beide Ellenbogen auf derselben Höhe sind. So. Wichtig hierbei ist, nicht so, wie es oft dargestellt wird, den Gewehrkolben nach unten zu schlagen. Das ist im Buch in der Dienstvorschrift strikt verboten, einfach um das Gewehr zu schonen. Genauso wie schnelle, starke, unnötige Griffe an das Gewehr
um Geräusche zu erzeugen beim Präsentieren und so. Das ist auch verboten, eben um das Gewehr zu schonen. Generell gilt in der Dienstvorschrift, dass unnötige Aktionen verhindert werden sollen. Also es muss immer zweckdienlich sein. Und so eben auch dabei nicht so. Ich glaube, die Bundeswehr macht das heute immer noch ein bisschen lauter, aber damals war es einfach nur nach unten und fertig. Bei den Exerziergriffen ist auch ganz wichtig die Geschwindigkeit, in der das Ganze stattfindet. Beim Exerzieren selber, Exerzieren kommt ja von Üben, beim Üben wird es Schritt für Schritt gemacht. Aber später in der Praxis war das einfach nur eine lückenlose, schwungvolle Bewegung rüber. Und deswegen zeige ich euch zuerst, wie es am Ende aussehen sollte, diese schnelle Bewegung, und dann nochmal kurz die Übungsversion, quasi, wo jeder Schritt einzeln ausgeführt wird. Das Gewehr. Über. Das Gewehr. Über. Achtung, präsentiert das Gewehr. Achtung, präsentiert das Gewehr. Das Gewehr. Über. Das Gewehr. Über. Gewehr ab. Gewehr ab. Rührt euch. Im Reenactment-Bereich zum Beispiel sieht man oft diese Exerziergriffe, wie ich sie vorhin gezeigt habe, die langsame Version, wo Schritt für Schritt alles durchgegangen wird. Das macht man natürlich, weil es eher ein Hobby ist und weil wir keine bezahlten Soldaten sind und damit man es einheitlich macht. Ne? Weil diese schnellen Bewegungen, dafür braucht man wirklich Übung. Ne? Zum Beispiel bei der Bundeswehr, die machen das ja auch so, die haben wirklich Sekunden dazwischen Zeit immer, um den nächsten Griff zu machen, damit es wirklich einheitlich ist, und ja, so braucht man auch nicht so viel Übung dafür. Beim letzten Teil jetzt zeige ich nur noch mal die Gangarten und das Marschieren. Abteilung im Gleichschritt, Marsch! Abteilung im Exerzierschritt, Marsch! Ja, das war, Exerzierschritt war ein Paradeschritt eigentlich. Ne? Das war dann der spätere Stechschritt auch. Deswegen. Manche machen halt wirklich den hier, ne? Aber jetzt da im Exerzierreglement steht halt drin, dass die Füße maximal kniehoch sollen. Also eigentlich sollen die nicht höher, als sie müssen, einfach um den Soldaten nicht zu übermüden. Ne? Ja, bei der SS war das auch so, aber die sind teilweise auch so hochgegangen mit den Hacken. Also die haben dann wirklich so ganz schnell gemacht. So, ne? Und später kam das dann auch beim Wachwechsel zum Beispiel. Das ist ein spezielles Beispiel. Da haben sie es auch ein bisschen höher gemacht, das Bein. Der erste Teil ist immer, wen es betrifft. Also die Abteilung ist von einem Mann bis zur Kompaniestärke, und dann gibt es Kompanie und dann Bataillon. Also Abteilung, Marsch. Und dazwischen wird dann immer entschieden, welcher Marsch das jetzt ist. Das war jetzt zum Beispiel, der erste war der Gleichschritt. Im Gleichschritt, das ist quasi die normale Art zu marschieren, auf dem Marsch oder bis hin zu einer Parade. Und auch von Wachablösungen, zum Beispiel beim Wachwechsel, da wird im Gleichschritt marschiert. Das heißt, es wird nicht darauf geachtet, dass das Bein eine gerade Linie ist oder so, wie nachher beim Exerzierschritt. Wichtig ist einfach nur, dass mit dem linken Fuß angefangen wird. Das ist immer ganz wichtig, bei der preußischen Armee immer gewesen. Linker Fuß beginnt. Die Schrittlänge beträgt ungefähr 80 cm und das Schritttempo ungefähr 114 Schritt pro Minute. Ja, ob man das jetzt im Hobby so umsetzen muss, ist fraglich. Generell bei jedem Marsch bleibt die Schrittlänge und das Schritttempo gleich. Beim Exerzierschritt ist nochmal der Unterschied, es wird natürlich mit links angefangen, so wie immer auch. Nur Unterschenkel, Oberschenkel ergeben eine Linie und die Sohle bleibt immer parallel zum Fußboden. Und die Fußspitzen sind leicht nach unten geneigt und leicht nach links außen. Also so wie man steht, so wird marschiert. Und das Bein wird nicht wie beim Stechschritt extrem hochgehoben. Hier im Reglement steht drin, einfach nur so hoch, wie es nötig ist. Bei der SS zum Beispiel war es ja dann auch so, und bei der Wehrmacht, dass die bei Paraden extrem aufgestampft sind. Und das ist eben auch schriftlich schwarz auf weiß verboten. Einfach, weil es den Soldaten übermüdet. Ne? Unnötig. So, dann gibt es noch den Marsch ohne Tritt. Das ist quasi der Gleichschritt, bloß dass man nicht aufpassen muss, dass man im Gleichschritt marschiert. Da kann man laufen, wie man möchte. Abgesehen davon bleibt natürlich Schrittlänge, Schritttempo genau gleich.
Zwischenzeitlich gibt es noch Befehle, wie zum Beispiel, wenn man im Gleichschritt marschiert, gibt es den Befehl Achtung und dann wechselt man sofort in den Exerzierschritt, aber das geht, glaube ich, zu weit für das Video. Der letzte Marsch ist nur bei Paraden. Da gibt es den Befehl auf der Stelle. Das heißt, die Soldaten marschieren auf der Stelle, einfach ohne ihre Knie groß zu bewegen, ohne die Füße groß hochzuheben und nicht aufstampfen. Einfach nur ganz normal auch die 114 Schritt die Minute zu besonderen Anlässen. Ansonsten wird ganz normal marschiert, so wie ich es gezeigt habe. Das Tempo gibt ja sonst auch oft die Musik vor, oder? Stimmt, genau. Um in der großen Kolonne den Gleichschritt zu halten, gibt es natürlich auch Befehle von Offizieren, wenn es jetzt ein normaler Marsch ist, von Kaserne zum Schießstand oder wohin auch immer. Aber bei Paraden oder bei längeren Märschen ins Felde, da gab es natürlich auch die Spielleute, ne, die anfangs im 18. Jahrhundert beispielsweise nur mit Trommeln und mit Flöten angefangen haben und dann wurde es ja richtige Orchester. Bei den Marschliedern, die da gespielt werden, deswegen heißen sie Marschlieder, weil sie auf dem Marsch gespielt wurden, hört man beim Trommelschlag quasi die Schrittfolge links, 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 rechts, links. Und das ist, um allen Soldaten akustisch zu zeigen oder zu helfen, den Gleichschritt beizubehalten. Ne, da muss man nicht nach unten gucken, wie der Vordermann läuft, sondern kann man hören und dann gleichzeitig auftreten. Ja, also früher, wo noch in der Linie gekämpft wurde, da wurde natürlich immer im Gleichschritt marschiert. Das ist klar. Natürlich jetzt Richtung Ersten Weltkrieg hin, da war es natürlich alles ein bisschen aufgefächerter. Da hat man nicht mehr in der Linie gekämpft. Da war nur noch ohne Tritt hinmarschieren zur Schlacht. Und im Gleichschritt hat man wirklich nur, wenn jetzt wirklich jemand Hochrangiges vorbeikommt und die Front begutachtet oder so, dann ist man im Gleichschritt gegangen. Aber natürlich übermüdet das und deswegen hat man auf dem Marsch einfach nur ohne Tritt marschiert. Das Exerzierreglement von 1906, wie ich es eben dabei hatte und auch gezeigt habe, das gibt es als PDF, das können wir nochmal verlinken zum Nachlesen. Wie gesagt, die Wehrmacht hatte ihr Exerzierreglement darauf aufgebaut, ne? Also es ist teilweise wirklich 1:1 kopiert. Also kann man das auch für Reenactment aus dem Zweiten Weltkrieg durchaus nehmen. Was mir immer geholfen hat, vor allem bei der Geschwindigkeit, wie die das am Ende gemacht haben, sind Originalaufnahmen. Aus der Kaiserzeit findet man nicht mehr so viel, da habe ich nur 2 gefunden. Aber was man gut nehmen kann, ist von der Reichswehr Videos. Da gibt es eins, das können wir noch mal verlinken, von dem Geburtstag von Hindenburg, glaube ich, wo die Reichswehr aufmarschiert ist. Die hatten dieselben Gewehre, dieselbe Haltung, alles genau gleich. Und da kann man gut sehen, wie schnell es eigentlich damals gemacht wurde. Ne? Damit bin ich durch mit der Vorstellung. Ja, wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch und auch wenn ihr Kritik habt, gerne nochmal in die Kommentare schreiben. Ich lerne gerne dazu. Ja, ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal.